Name ist Stone. Ich komme aus Klagenfurt in Wien. Am 11. Mai Jugendamt ohne uns sagen, unseren Kinder von Schule entfernt. Den Tag, wir sind überall in die Regierungsgebäude sowie Bürgermeisterin Matthias Schitz gegangen. Nachher wir sind zur Landesregierung Herr Kaiser gegangen. Meine Frau hat einen Anfall gekriegt dort und die ungefähr 10 Leute, wir haben unsere Kinder gesucht, die haben zu uns gelacht und die haben uns bedroht, wenn wir nicht rausgehen, die wollen die Polizei anrufen. Meine Frau war auf dem Boden und die haben noch einmal nicht ein Glas Wasser gegeben oder keine Hilfe. Die haben Polizei angerufen, ich habe die Rettung angerufen, wir sind ins Spital gelandet und meine Frau hat große Probleme gehabt, gesundheitlich. Und 2 Wochen, die haben unsere Kinder versteckt, wir könnten unsere Kinder nicht sehen, nicht finden und alles ist nur mit einem Verdacht von Dr. Moser, Schularzt, hat angefangen. Er hat volle Lüge geschrieben, so wie unseren Kindern das erzählt und unseren Kinder lügen lassen, mehr und mehr. Die haben eine Anzeige gemacht, bis jetzt keine Beweise, keine fachlichen Beweise gibt. Es ist sehr viel passiert in 7 Monaten. Die haben uns diskriminiert, die haben uns nachgefolgt, die haben uns bedroht. Im Jugendamt Frau Petersmann in einer Treffung, sie hat uns bedroht, dass wir dürfen keine Englisch reden, wir dürfen nicht über Amerika reden, wir dürfen nicht über Großeltern in Amerika und unserem Sohn in Amerika nicht reden, sonst sie will die Polizei anrufen und hat sie gemacht. Polizei gekommen, ungefähr 5, 6 Polizei und die haben uns auseinander gerissen. Meine Kind eine Seite, mich eine und meine Frau und meine Kind, die haben mich gehaut und die haben alles vor unseren Kindern gemacht. Meine Tochter sehr viel geweint, mein Sohn hat eine Hilfe gesucht auf seine Tablette und alles bei Video beweisbar. Und wir haben gehört, meine Frau hat gehört, dass die Polizei fragt zu Frau Petersmann, haben die wirklich ein Video gemacht? Und Frau Petersmann hat gesagt, ich hoffe nicht. Aber wir haben schwarz und weiß, das ist überall im Internet. Und die haben uns bedroht, dass wir sollten dieses Video nicht veröffentlichen. Sehr viel passiert in diesen 7 Monaten. Ihre Sinn und Zweck mit der Lüge, die haben unsere Kinder von uns entfernt, unsere Familie gestört und die haben unserem Kind in eine Psychiatrie reingesteckt, Unrecht, und in Auflassungsbrief, die haben geschrieben, dass meine Frau hat unseren Sunnyboy nach Amerika entführt. Das stimmt nicht und ganz normal. Sie ist geflogen nach Amerika und Großeltern gelassen. Die haben das Pflegerecht und jetzt haben die auch das Obsorgerecht. Weil diese Frau hat gesagt, ich will alles tun, eure 3. Kind auch wegnehmen. Genau. Warum meine Frau nach Amerika geflogen ist, diese Frau Petersmann hat uns ganz deutlich gesagt, ich will alles tun, dass ich will auch euer 3. Kind wegnehmen und alles machen, dass euch nie wieder sieht, eure Kinder. Und hat sie das gemacht. Sie hat hinter uns überall angerufen, von Richter, von Psychiatrie, Frau
Grill und sie hat organisiert Familiengerichtshilfe und die haben auch 2,5 Monate einen Bericht geschrieben und die sind sehr schlechte Sachen über uns geschrieben und Empfehlungen zu Gericht unseren Kinder in eine Psychiatrie oder irgendwohin eingesteckt sollten und ja. Ja, auch zweimal Autos haben uns fast überfahren wollten. In Klagenfurt. In Klagenfurt. In Klagenfurt. Die haben zweimal, die wollten uns töten. Die haben gezeigt, sehr schnell gefahren und sehr knapp, ne, meine Frau könnte sie mit einer 100 Sekunden retten. Und die Kinder sind sehr krank geworden. Kinder sind in der Zeit sehr krank in diese Einrichtung von Regierung und wir kennen diese Leute nicht, wir haben nie gesehen, die sind total entfremd und die arbeiten mit den Kindern, dass die gegen uns Sachen sagen, die sperren das Telefon so, wir haben 2 Stunden Besuchszeit jede 2 Wochen und unsere Kinder, die wollen zu Hause, die haben 100-mal gesagt, Papa, Mama, wir wollen zu Hause kommen, die lassen unsere Kinder nicht und die machen das immer länger und länger und länger und die haben gesagt, wir warten nur diese amerikanische Obsorgepapiere von Großeltern und die sind endlich gekommen letzte Woche und der Fall ist erstes Mal beim Bezirksgericht gewesen. Bezirksgericht hat uns nicht gehört, nur die Frau Petersmann und Herr Christoph Kärntner gehört und die haben total negativ entschieden, die haben uns total eskaliert und wir können gar nichts machen. Alle Türe ist zugesperrt in unserem Gesicht. Egal wo wir hingegangen, alle Politiker, alle Organisationen, die haben auch die Zeitung angerufen, dass die sollen keine mehr Berichte machen mit uns. Die haben uns getötet. Einer von unseren Kindern jetzt ist in Amerika, unter der Obsorge von Großeltern mit den amerikanischen Gesetzen und jetzt die wollen unseren beide Kinder die nach Amerika holen, aber letzte Woche die Landesgericht Herr Reiter und die Frau Eicher vom Bezirksgericht, die haben schriftlich gesagt, wir sollten dieses übersetzen. Habe ich übersetzen lassen von gerichtliches Dolmetsch, habe ich persönlich dorthin gebracht. Die wollten das noch einmal nicht nehmen. Die haben gesagt, nein, wir brauchen diese Papiere nicht. Die haben angeschaut, so wie diesen Klopapieren. Die haben gesagt, wir akzeptieren diese Berichte von Amerika nicht. Ich entscheide das, hat er mir gesagt. Und auch die Richterin genauso, die Frau Magister Nathalie Eiche, ganz stolz, wir akzeptieren diese Papiere nicht. Ich entscheide das. Und die sind die haben alles vorbereitet, unseren Kinder zu einer Familie geben, statt ihre erste Instanz. Wir haben so viel gebietet, so viel geschrieben und unseren Rechtsanwalt, Herr Dr. Kaya, alle gesetzlichen Lager, die ihnen so oft klar gemacht, die respektieren ihn auch nicht, die schreiben nicht einmal nicht, die spielen auch mit ihm und immer sagen die, ja, wir werden Kinder nach Amerika geben, aber tun die nicht. So, was war der grundlegende Vorwurf? Warum wurden die Kinder weggenommen? Ja, Kinder sind weggenommen mit einer Verdacht von Herr Dr. Moser,
eine Fachdoktor Moser angeblich, und er hat gesagt, ich habe mein Kind mit einem großen Holzstock, so wie ein Baseballstock, auf den Kopf mehreres Mal, auf den Körper mehreres Mal gehaut habe. Es gibt keinen fachlichen Beweis. Wir haben schon schriftlich mehreres Mal gebietet und gesagt, machen Sie eine CD, machen Sie eine X-Ray, machen Sie etwas, dass Sie, ob ich schuldig bin oder nicht, seit 7 Monaten diese Anzeige läuft. Die haben keine Beweise, aber die schreiben da auch nichts. Ihre Sinn nur verlangen und Kinder total manipulieren. Die Kinder, die können nicht mehr mal reden. Die können nicht einmal nicht sagen mehr, Mama, ich liebe dich, Papa, ich liebe dich. Die verboten alles zu Kindern. In der Zeit, mein Sohn hat eine Alarmanlage, er kann nicht von dem Zimmer raus und rein. Und wir sind total hilflos. Wir bieten eine schnelles Lichtgeschwindigkeit unseren Kinder entlassen und sofort nach Amerika zu ihren Großeltern. Wir wollen nicht, dass die mit dem Leben von unseren Kindern spielen, so wie die haben gemacht seit zig Jahren. Tausende Kinder in Österreich, europaweit, total gedrückt und total erniedrigt, vergewaltigt, gehaut. Da gibt es tausende Berichte in den Zeitungen, die haben tausende Berichte im Internet, jeder weiß das, aber dieses Bände, die fürchten die so sehr, die wollen, dass uns immer ruhig, geh nicht zur Zeitung, geh nicht zu Medien, veröffentliche nicht, spreche nicht mit den Richtern, die wollen unter dem Vier-Augen-Prinzip hinter uns gegen unsere Familie entscheiden. Wir haben auch gesagt, warum nicht 4000 Augen, warum nicht 40 Millionen Augen. Wir sind Amerikaner, wir glauben Herr Trump. Das war's. Ja, wir wollen unsere Kinder zurück. Genug ist genug, das muss aufhören. Die können nicht das Leben mit unseren Kindern spielen. Es ist sehr viel passiert in diesen 7 Monaten. Die Kinder sind sehr krank geworden. Und wir lassen uns nicht in Englisch reden. Die sagen nur auf Deutsch. Und wir haben fast keinen Kontakt mehr mit unseren Kindern. Die haben mich hauen lassen, diese Frau Petersmann vom Jugendamt, von der Polizei. Sie hat verwendet, ich bin zweimal in dem Spital gewesen, in der Ärzte gewesen, meine Rippen sind gebrochen geworden. Und, aber ich habe keine Angst von ihnen, ich will alles veröffentlichen. Wir haben schon den Herrn Trump informiert und die Richter sagen, wir akzeptieren dieses gerichtliches Brief nicht und die akzeptieren gar nichts. Die akzeptieren auch nicht die Kinderrechte, Menschenrechte, die wollen nur unsere Familie töten. Und wir wollen unsere Kinder von dieser Klemme sofort retten. Wir sind hier, die sollen erstmal unseren Kinder nach Amerika mit erstem Flugzeug und wir sind hier, wir bleiben hier, wir sind da, alles mit ihnen gerichtlich, wir wollen alles veröffentlichen. Diese Bände muss erstmal rauskommen. Also das ist wie eine Konzentrationslager. Die haben uns so eskaliert, seit 7 Monaten die folgende an uns. Wir können unsere Kinder nicht pflegen, gesundheitlich nicht anschauen. Die haben von der Schule entfernt, die Erziehende dort, irgendeine religiöses in diese Sunshine-Wege. Wir wollen das nicht.
Wir sind ganz natürliche Menschen. Wir haben immer organisch, biologisch, dynamisch gegessen. Wir wissen noch einmal, was für eine Essen essen die dort. Wir haben null Kontakte und die Zukunft von unseren Kindern sollte nicht mehr in Österreich sofort Entlassung, sofort nach Familie, in Großeltern. Das ist das. Danke Ihnen. Ich habe gearbeitet als Kindergärtnerin in Amerika. Wir lieben unsere Kinder und das ist gegen die Wohl des Kindes unter Fremden gebracht. Kein Kontakt mehr mit uns und mit ihrem kleinen Bruder in Amerika. Und wir haben Angst um unser Leben, weil die verfolgen uns in Klagenfurt. Zweimal hat die uns fast getötet mit einem Auto. Und die Frau Moser vom Jugendamt sagte uns in einer Sitzung, Gesetze, die können uns gar nichts machen. Also die fühlen sich so stark, unkontrolliert, aber das muss etwas sofort geschehen. Dieses Jugendamt sollte kontrolliert werden. Das sind zigtausende Kinder seit Jahren entführt vom Jugendamt und wir würden alles tun, dieses Gesetz ändert und Jugendamt kann nicht entscheiden, alles wie die wollen. Die haben 3 Türme, Jugendamt, Gerichtshilfe und die Kinderbeistand. Und alles, die schreiben, was das Jugendamt sagt. Und die Richter, auch die Einflüsse, die sind in die Hand vom Jugendamt und die Richter entscheidet, was das Jugendamt will. Und dieses Bände gehört sofort aufgedeckt und unseren Kindern in erster Linie sofort nach Amerika ihre Großeltern. Also die sind in erster Linie, die müssen raus von dieser Klemme, von diesem Gefängnis und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Speaking English, and Yeah. they were like, "You have to speak German." They called the police in front of the kids. They were screaming and crying. Yes. The children were screaming and crying when the police, 5 or 6 policemen were called to beat up Joe, just because we were speaking English, not German, during the visit. In front of the children, they took him and grabbed him. The children were screaming and crying, "Let go of my papa. What had you made to my papa?" And they had to rip the children out of our arms. It was very traumatizing and terrible. Our children since 7 months in this Gefängnis and we don't know what they done with our children. It is always, they press our children to not talk with us. We don't know if they already vergewaltigt unsere Kinder und gehaut ihnen oder sonst was. We don't know. We have no contact and we want immediately release our children from this jail in airplane to their Großeltern. Sonst gar nichts. Die werden dort untersucht, gesundheitlich. Wir wollen nichts mehr die österreichische Behörde irgendwas sagen zu haben. Die respektieren nicht die amerikanischen Behörden. Die haben geschaut, so wie das ist eine Klopapier, was ist das? Wir akzeptieren das nicht. Ich entscheide das, sagt er. Na, mit dieses Gesetzen, was soll man machen? Wer kann uns helfen? Ja, wir haben alles veröffentlicht, wir haben schon die White House, Herr Trump informiert und unseren Kinder sofort nach Amerika in Freiheit, in ihre Leben dort anfangen und dieses Leute im Jugendamt, das gehört richtig untersucht, weil ich persönlich, ich bin Österreicher und ich will alles tun, denen anzeigen und ich möchte, dass wirklich Justiz funktioniert in Demokratie und ich möchte diese Leute bestraft
Und was die gemacht haben in unserer Familie, die könnten nimmer mehr zu einer anderen Familie machen können. Die haben das jahrelang gemacht. Das gibt Berichte, über 14.000 Kinder, die nehmen die jährlich. Dieses Geschäft gehört aufgehört, jetzt, aber sofort. Und erstes Mal unsere Kinder weg nach Amerika. Die haben nichts zu tun mit den fremden Leuten dort. Wir haben uns einmal nicht gesehen. Die lassen uns nicht sprechen mit unseren Kindern. Die erziehen unsere Kinder total gegen uns und sagen zu Gericht, Kinder wollen euch nicht sehen. Also alle diese Lüge, Spiele, was die machen, unsere Kinder sind keine Versuchtkaninchen. Ja, die können zu meiner Frau nicht. Meine Frau 3-mal Kaiserschnitt gehabt. Ja, diese wunderschöne unseren Kinder in diese Welt bringen können. Die nennen das wurscht. Wenn ich rede mit der Staatsanwältin, sie sagt, ich habe kein Herz. Mir ist es wurscht, ob sie Herz hat oder nicht. Sie soll diese entscheiden, diese Anzeige, ob ich ein fachliches Bericht, ob ich mein Kind gehaut oder nicht. Was soll denn das? Genug ist genug. Swiss time is schon over seit 7 Monaten. Die Kinder sind fix fertig. Die sind nur Haut und Knochen und hat viele Krankheiten, sehr krank geworden in dieser Zeit und keine ärztliche Untersuchungen gemacht und die geht sehr schlecht. Die haben uns gesagt, sie dürfen alle ärztliche Befunde nehmen von der Richter Eichern, aber bis jetzt gar nichts gegeben geworden. Unsere Kinder gesundheitlich in Gefahr dort und wir haben, wie die nennen, Erziehen gegen unsere Familie sofort aufgehört. Alles diese Menschenrechten, Kinderrechten, was die Österreicher unterschrieben hat, wie immer heißt, Convention, Rechte, Kinderrechte, die haben uns unter die Füße genommen, die akzeptieren nicht vom amerikanischen Gericht zu österreichischer Gericht geschickt geworden, Bezirksgericht, die sagen, was ist das? Ich entscheide das. Wie kann eine Person über Leben von unseren Kindern entscheiden? Und die sagen immer, wir haben 4-Augen-Prinzip. Und ich habe gesagt, warum nicht 40.000 oder 40 Millionen oder ganze Welt? Die sollen einmal schauen, dieses System, wie das funktioniert hier. Da gibt es Millionen Berichte, wie diese Jugendamt arbeitet hier und die Justiz jetzt muss funktionieren, Demokratie muss funktionieren. Dieses Jugendamt gehört total kontrolliert, ob die eine Kommission gründen, gesetzlich, das gehört geändert. Arme alle Kinder, Gott soll alle helfen. Die Kinder brauchen ihre Familie. Jugendamt mit keinen Kindern mehr abnehmen kann, die können nichts mehr mit den Familien spielen kann. Gehört etwas gemacht. So viel ja, die Geschichte mit dem habe ich da nicht drauf. Die Geschichte mit dem Borreliose. Explain the sickness and how we were informed. Und unsere Kinder, die sind krank geworden. Alice hat Borreliose. Nach den 20 Mal angerufen, die haben endlich zu einem Arzt gebracht und die haben gesagt, erstes Mal, das ist Allergie, das war keine Allergie, das war Borreliose und das Alice hat Antibiotik geschluckt mit meiner Bitte, endlich, die haben auch gesagt, die geben Biofluorin, weil die Antibiotik machte dann kaputt, ne? Alle diese biologisches. Die haben das einmal nicht gemacht, wenn ich das nicht sagen würde. Und nach den 14 Tagen Antibiotik nehmen, die haben zu einem Hausarzt gebracht, Hausarzt so angeschaut, okay,
keine mehr Borreliose, weil diese Flecken sind weggegangen. Aber wir haben angerufen, Spitalen, Ärzte, die haben uns gesagt, das ist eine lebenlanges Krankheit, ja. da kann immer hin und wieder kommen, das gehört abgecheckt und die tun nichts. Die haben gesagt, ah ja, das ist eine Kleinigkeit, dieses Mädchen in die Kids-Zentrum, sie heißt, what was her name? Bianca, sie hat einen Hund gehabt, sie hat ständig dieses Hund in die Krisenzentrum oder was? Ja, in die Krisenzentrum gebracht. Ich habe gesagt, bitte keine Hund. Und Alice hat mir gesagt, ja, der Hund ist gerade weggegangen von meinem Zimmer. Und sie sagte mir, ja, Hund ist gesund, ärztlich abgecheckt, gesetzlich erlaubt. Hund geht out, in einer Sekunde kommt das Zecken und sie bringt das rein. Sie denkt das nicht und die denken unserer Gesundheit von unserem Kind nicht. Die gehen auf die irgendwo hin unter dem Namen Freiheit oder was immer. Ich habe sie gefragt, haben sie ihre Hosen in die Socken reingesteckt, weil das ist ein Weg zum Zecken abwehren. Und sie hat gesagt, nein, weil die Zecken sind nicht in Bäumen, die sind auf dem Gras. Ja. Und sie hat gesagt, nein, habe ich nicht gemacht. Sie sind Erwachsene, ich kenne sie nicht. Sie haben meine Kinder unter ihrer Kontrolle, wir können nichts machen. Die haben unsere Kinder krank gemacht, die haben keine Befunde gegeben und noch immer dieses Borreliose in dem Blut von meinem Kind und sofort nach Amerika und Großeltern, die Großmama, sie arbeitet im Spital, sie ist Schwester und sie will sofort alle ärztliche Untersuchungen machen und wir haben so genug von diesen Leuten, die haben unsere Kinder entführt und die haben total entfremdet, die haben unsere Kinder dort bedroht. Ein Tag ein Fahrer gekommen, Kaya, Elis, geh mal. Und er hat gesagt, was ist denn los? Wie redest du mit meinen Kindern so? Ja? Und sofort eine Mitarbeiter vom Jugendamt gekommen, ich habe den Namen vergessen jetzt, und sie hat gesagt, ja, der Herr Fahrer hat keinen Parkplatz gefunden, darum er ist in Eile. Sie sind hier gewesen, woher wissen Sie das, ob er einen Parkplatz gefunden oder nicht? Und gibt es keine Erklärung, die halten zueinander und leider müssen wir immer unsere Kinder wegschicken. Und dann Petersmann hat uns bedroht, ich kann machen, dass du kannst deine Kinder nie wieder sehen und ich will alles tun, dein drittes Kind auch wegnehmen. Ich bin sofort nach Amerika geflogen und dann zurückgekommen und sie hat behauptet, dass ich habe mein Kind kidnappt in Amerika und entführt und das ist nicht wahr. Also die Familiengerichtshilfe hat so viele gelogen über uns und Nein, es ist schrecklich, ist es nicht. Ein Tag, muss ich das sagen, ein Tag, die haben mich im Familiengerichtshilfegebäude 20 Minuten warten lassen. Ich habe einen Termin gehabt, die sind nicht gekommen. Ich bin so irgendwie, etwas stimmt nicht. Bin ich zu ihrem Zimmer gegangen. Ich habe gesehen, diese Herr Guggenheimer und der Herr Stern halten ihre Hände und schauen in ihre Augen, sagen wie viel die einander lieb haben. Und er hat mich schockiert, er hat die Tür sogar gemacht, runtergegangen und nie wieder dorthin gegangen. Also die sind Homosexuellen und ich akzeptiere das nicht. Solche Leute schreiben solche Lüge hinter unserer Familie, so wie unser Haus ist dreckig, so wie meine Frau nie die Hausputz, alle Geräte sind veraltet und alle Lügen über die Nachbarn sagen, der Nachbar hat gesagt, die brauchen psychische Hilfe, stimmt nicht. Wir haben nachher mit dem Nachbarn getroffen, hat gezeigt, sie hat gesagt, Gott im Himmel, habe ich nicht sowas gesagt.
Und die haben geschrieben, Nachbar hat gesagt, diese Suspektfamilie. Gott im Himmel, sie hat schriftlich dann nachher geschrieben, ich habe nie sowas gesagt, alles haben wir zur Rechtsanwalt gegeben, aber die Jugendamt-Gericht noch immer glaubt, diese Familiengerichthilfe, und die warten jetzt alle diese negative Sachen, was die Kinderbeistand schreibt, die tun alles gegen uns, so wie die haben vorher gemacht zu alle anderen Kinder. Die wollen uns nur töten, wir sind schon gestorben, unsere Familie ist nichts mehr zusammen, die haben alles getan. Und das ist schon vorbei, die müssen jetzt sofort unsere Kinder nach Amerika. Mehr nichts.